So starke Strukturen sind mit Marmormehl überhaupt kein Problem. Schau dir im Video an, wie es geht. Für eine Leinwand von 40 x 40 cm brauchst du 300 Gramm Marmormehl und 200 Gramm Acrylbinder. Gib zuerst das Marmormehl in die Schüssel und kipp dann den Acrylbinder mit 200 Gramm hinzu. Ich habe mir das hier abgefüllt aus den großen Gefäßen in eine alte Waschmittelflasche. Dann muss ich nicht immer mit einem Schöpflöffel arbeiten. Das ist eine ganz praktische Geschichte und ich kann sehr genau dosieren. Und anschließend verrührst du diese Masse mit einem Löffel. Der lässt sich am einfachsten säubern später und du hast die meiste Gewalt über diese Masse. Im Anfang wirkt es, als hätten wir zu wenig Binder, das ist aber nicht so. Dieses Verhältnis passt genau und du siehst jetzt auch bei mir in der Schüssel, jetzt fängt der Teig an flüssig zu werden, zu greifen und es wird gleich eine homogene Masse. Mit einem Mahlmesser kannst du dann die Masse auf die Leinwand auftragen. Ich nehme mit dem Mahlmesser von unten den Teig auf das Mahlmesser. Dann kannst du den besser auftragen und zuerst streiche ich eigentlich auch nur die Masse aus und glatt, weil so kriege ich die letzten Klümpchen raus. Die erste Schicht bedeckt einfach nur mal die Leinwand, relativ dünn, das ist noch nicht sehr massiv. Ich will einfach erst nur eine Grundierung haben, auf die wir dann die größeren, die stärkeren Strukturen auftragen. Und wenn diese erste Schicht jetzt fertig ist, setzt du direkt darauf eine große Menge Marmormehl für diese eine Figur an der Seite. Und du siehst, ich streiche sie einfach erstmal nur glatt, mache sonst nicht viel mehr an dieser Figur. Und jetzt gibt es noch eine zweite Möglichkeit, weil auch gerade mein Marmormehl langsam zu Ende geht. Ich kleckse es einfach mit dem Löffel auf die Leinwand. Das ist wenig zielgerichtet, das ist einfach nur auf eine Stelle, so als wenn du Kuchenteig auslöffelst. Und dann streiche ich das noch ein bisschen glatt und dann ist diese Struktur Marmormehl fertig. Mit einem kleinen Spachtel hole ich jetzt den letzten Rest aus der Schüssel und streiche das unten auf das Malermesser. Und diese Reste streiche ich jetzt noch ein bisschen drumherum, aber an dieser großen Struktur werde ich jetzt nichts mehr verändern, sondern nur noch die Ränder so ein bisschen dekorieren. Solche starken Strukturen brauchen mindestens 2 Tage zum Trocknen. Stell das irgendwie warm, gib ihm Luft von unten, dann kriegst du auch super schöne, große, starke Risse. Und so sieht jetzt mein Bild nach 3 Tagen Trocknen aus. Die Risse sind großartig geworden. Es gibt kleine Risse am Rand, es gibt größere oder die starken Risse in der Mitte. Wenn du jetzt mit der Hand mal über dein Werk fühlst, merkst du, das ist schon sehr rau. Und deshalb empfehle ich immer einmal mit ein bisschen Schleifpapier drüber zu gehen. Das ist nicht viel. Schau es dir bei mir an. Ich gehe einmal im Grunde über die ganze Fläche und dann nochmal gut über die Ränder, damit an den Rändern keine Grate stehen bleiben und sich das sehr gut an die Leinwand anschmiegt. Und in der Mitte einfach nur mal ein bisschen drüber streichen und dann mit der Hand fühlen und dann reicht das in der Regel schon. Und klopf dein Bild gut ab, bevor du dann mit Farbe beginnst. Farbig starten wir hier jetzt mit ganz viel Weiß und ansonsten nur Braun und Schwarz. Also das Braun ist ein Nougatbraun und das Schwarz ganz normal. Ich bleibe quasi in so einem nicht farbigen Bereich, wird sich aber toll darstellen auf dem Bild. Und zuerst, auch wenn später dunkle Farben kommen, zuerst wird das Bild komplett mit Weiß eingestrichen. Das hat einfach den Vorteil, dass du jederzeit die Farbe, die farbigen und dunklen Anteile hinzugeben kannst, aber nicht sofort zu dunkel bist, wenn es dir dann nicht gefällt. Sondern das Weiß unten drunter sorgt dafür, dass wir eine gleitende Schicht haben. Du siehst, ich schrubbe auch hier sehr, dass ich in die Vertiefungen komme und erst dann geht es los mit Farbe.
kannst natürlich auch wieder Highlights reinbringen. Du siehst, ich gehe also auch nochmal mit dem Weiß über die dunklen Bereiche und kann mir also so noch ein bisschen Helligkeit in das Bild holen. Wichtig ist, denk auch an dieser Stelle an die Ränder. Wenn du die jetzt gleich mitstreichst, brauchst du hinterher nicht nachzuarbeiten. Wenn diese Schicht trocken ist, nehme ich mir Braun und verdünne das ganz stark, sodass ich eine flüssige Farbe erhalte. Ich mache das hier auf dem Teller. Das ist auch nur eine kleine Menge Braun, die ich brauche. Das wird durch die Verdünnung doch eine ganze Menge flüssige Farbe. Sie muss wirklich flüssig sein, also du darfst keine Farbbröckchen da drin haben, sonst funktioniert das nicht, sonst hast du Flecken. Es geht bei diesem Schritt darum, die ganzen Strukturen sichtbar zu machen, dass diese dunkle Farbe in die Risse läuft. Und deshalb streiche ich jetzt auch das ganze Bild mit dieser flüssigen Farbe ein, weil dadurch erstmal die Strukturen sichtbar werden. Ich gehe sehr intensiv in die Bereiche, wo ich diese tiefen Risse habe, dass auch wirklich Flüssigkeit in diesen tiefen Rissen landet. Aber es wird komplett das ganze Bild eingestrichen, weil wir dann im nächsten Schritt die hellen Stellen auch wieder freilegen können. Wenn du dann ein bisschen Wasser auf das Bild sprühst, werden die Strukturen sogar noch deutlicher und du kannst dann beginnen mit einem Tuch die Flächen freizulegen, die vielleicht etwas heller sind, die im Zentrum sind. Da musst du gucken, wie dein Bild gestaltet ist. Letztendlich ist das jetzt eine Geschmacksfrage. Und denke wie immer auch an die Ränder bei jedem Schritt. Nachdem diese Schicht trocken ist, circa einen halben Tag, geht es weiter mit den glänzenden Schicht und dafür nehmen wir Silber und Gold. Dann musst du dich nicht entscheiden. Das hat den Vorteil, dass du ein bisschen steuern kannst. Da, wo es etwas heller ist, kann es silbriger sein. Da, wo die dunklen Bereiche sind, kannst du eher ins Gold tendieren. Ganz wichtig, ich mische das nicht auf dem Teller, sondern diese Vermischung dieser beiden metallischen Töne findet erst auf dem Bild statt und dadurch bekommst du auch nochmal in dieser Schicht ein lebendiges Bild, ohne dass es also jetzt komplett in einer silbrigen oder goldenen Schicht zugestrichen wird. Lass dich da einfach leiten, das macht sehr viel Spaß und sieht am Ende total toll aus. Damit trotzdem die Struktur gut sichtbar bleibt, nimmst du jetzt eine Schüssel mit Wasser und einen Schwamm, tauchst das Ganze ein und gehst mit diesem ausgedrückten Schwamm jetzt über die oberen Kanten. So wird ein bisschen von dem silbrigen Glanz weggenommen. Das sieht ganz natürlich aus, weil der Schwamm natürlich nicht überall hinkommt, sondern nur an die höheren Stellen. Und so bekommst du, wie du das hier im Video auch siehst, nochmal eine sichtbare Struktur.
und vergiss die Ränder nicht. Durch die metallische Schicht ist die Dunkelheit in den Tiefen ein bisschen verloren gegangen. Da können wir jetzt nochmal nachsetzen mit flüssigem Braun und Schwarz. Das heißt, ich habe beides auf dem Teller, mache beides flüssig und kriege eben ein Gemisch aus Braun und Schwarz, was ganz gut einfach zu diesem Silbergold passt. Gut aufrühren, dass es sehr flüssig wird. Wir wollen keine dicke Farbe auf das Bild zum jetzigen Zeitpunkt auftragen, sondern wirklich sehr flüssige Farbe, die wie Wasser da wirkt. Jetzt kommt das Schwarz nochmal in flüssig dazu und dann kannst du beginnen, die mittleren Bereiche ein bisschen nochmal mit dieser flüssigen Farbe in den Tiefen zu verstärken. Sprüh dein Bild zuvor ein, dann fließt die Farbe besser in die Vertiefungen und dann kannst du punktuell nachsetzen. Und nachdem diese flüssige Schicht wieder einen halben Tag getrocknet ist, kannst du lackieren. Und das sollte natürlich bei solch einer glänzenden Oberfläche dann auch mit einem glänzenden Lack sein, damit du diesen metallischen Effekt noch einmal verstärkst. Ich nehme wie immer einen Acryllack, der wird verdünnt mit etwas Wasser, damit er streichfähiger ist, fließfähiger ist und in die Vertiefungen kommt. Und dann einfach das Bild einmal durchlackieren. Achte darauf, dass du die Vertiefungen nicht komplett zuschmierst, also du musst schon rein mit dem Lack, aber wenn sie gefüllt sind mit Lack, kannst du auch anschließend nochmal mit dem Pinsel drüber gehen und ein bisschen von dem Überschuss wegnehmen und dann ist dein Bild fertig.